Hallo und willkommen zu diesem neuen Video von uns. Hallo. Wir freuen uns riesig, dass ihr wieder mit dabei seid und uns auch in diesem Jahr begleitet. Ja, wir hoffen, ihr seid genauso gut ins neue Jahr gestartet wie wir auch. Wir hatten richtig schöne Weihnachtsferien. Oh ja. Sind gut ins neue Jahr gerutscht, hatten eine richtig gute Zeit mit Freunden verbracht. Und ja, jetzt starten wir wieder mit einem neuen Video, und zwar das lang ersehnte Q&A, was wir euch schon letztes Jahr versprochen hatten, aber ja, irgendwie sind wir nie dazu gekommen und deshalb legen wir jetzt gleich los, oder? Genau. Und gleich passend zum Jahresanfang haben wir eine Frage bekommen, und zwar zu unseren Highlights auf der bisherigen Reise hier. Magst du gleich anfangen? Ja, also meine Highlights auf dieser Reise waren auf jeden Fall Utah. Also die Natur da war unglaublich schön. Auch sehr gefallen, wobei wir am Anfang ein bisschen kritisch davon waren, war Yukon, genau. Diese Weite, das so mal zu erleben, das war doch ziemlich schön. Und natürlich auch Alaska und die ganzen Tiere, die wir da gesehen haben. Sowas mal live zu sehen, ist doch anders als das ja mal in einer Dokumentation oder halt aus Büchern. Ja. Ja, also gerade so die Beere, die da am Fischen waren, Ja. zum Beispiel, die Weißkopfseeadler, Elche. Das war davor einfach so abstrakt. Und so viele vor allem, Ja. also von allem, also auch die Bären, die wir gesehen haben, wir hatten da 10 Stück an einem Tag und ja, unglaublich. Ja, aber man merkt es, glaube ich, es ist schwierig, ein Highlight rauszupicken. Und ich würde sogar sagen, man müsste noch Oregon hinzufügen, weil da haben uns einige Orte wirklich überrascht. Ja. Ich meine, diese Crater Lake zum Beispiel, Ja. das war ja der Wahnsinn. Aber auch an der Küste entlang war es auch sehr schön. Ja, sehr schön. Also, Und auch die Schlucht, also Leslie Gulch, das würde ich sagen, ist wirklich, das war wirklich den Umweg wert. ja. Dazu aber gibt es noch die Gegenfrage, und zwar nicht den Rückblick, sondern den Blick nach vorne. Magst du verraten, was unsere Pläne für die nächste Zeit sind oder für die Route allgemein? Ich glaube, wir haben gelernt, keine Pläne mehr zu schmieden, denn die ändern sich von Tag zu Tag. Der grobe Plan ist immer noch, bis Feuerland runterzufahren, also der Plan steht noch. Wie und wann wir da hinkommen, das ist alles noch offen. Ja, Oder? also es gibt da halt einige Faktoren, die da auch mitspielen. Also gerade Mexiko ist ja wieder ein großes Land und wir würden gerne auch wirklich viel Zeit verbringen. Wir wollen auch grundsätzlich wieder ein bisschen langsamer reisen. Ja, auf jeden Fall. Aber dann kommt irgendwann so Frühling, Sommer, kommt dann auch die Regenzeit wieder als zusätzlicher Faktor dazu, wo man in einigen Ländern einfach dann schwer vorankommt. Und ja, das können wir halt noch nicht so richtig einschätzen. Ja. Ich glaube, da müssen wir ja einfach nochmal gucken, wie die Informationen vor Ort sind. Und ja, aber der Plan ist eigentlich Feuerland. Feuerland und wir lassen uns treiben bis dahin. Ja, genau. Und die nächsten paar Wochen sind wir sicherlich noch hier auf der Baja. Ja. Da gibt es doch noch einiges zu sehen. Ja. Und danach Dann geht es irgendwann aufs Festland und weiter. ja. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt aber was zu essen, oder? Ja, und eine weitere Frage war, auch passend zur Route, ob es Länder gibt, die wir aufgrund der politischen Lage vor Ort nicht besuchen würden. Grundsätzlich würde ich sagen, nein, solange wir uns sicher fühlen. Bei der Türkei war das ja auch ein bisschen Thema, wurden wir auch öfter gefragt. Und wir haben einfach die Erfahrung gemacht, das Land, die Menschen vor Ort, die Natur spiegelt nicht unbedingt das wider, was man von außen an Politik so mitbekommt. Und es gibt trotzdem immer so viel zu sehen, zu lernen, kennenzulernen in diesen Ländern. Und ja, also wir sind eher neugierig, und auch gerade auf dieser Route gibt es ja ein paar Länder, die einen nicht so guten Ruf haben. Klar, El Salvador ist so klassisch, oder Honduras soll wohl auch ein bisschen schwieriger sein, aber wir finden ja, man schaut lieber vor Ort, fragt Locals oder informiert sich einfach ein bisschen näher darüber und ja, entscheidet sich aufgrund dessen, denn die News, die so nach außen dringen, sind nicht immer repräsentativ für das, wie es im Land wirklich ist. Die nächste Frage war, wie sieht eure Tagesroutine aus? Ich will mal sagen, die sieht sehr ähnlich wie zu Hause aus. Wir stehen meistens um 6 Uhr auf, wir stehen meistens mit der Sonne oder vor der Sonne auf. Ja, danach machen wir unser Bett, denn mit unserem Layout, was wir haben, ist es ein wenig schwierig, in den Tag zu starten, ohne das Bett gemacht zu haben. Ja, und danach gibt es Kaffee, denn ohne Kaffee
Geht gar nichts. Startet gar nichts bei uns. Ja, ist halt eine schöne Routine, finde ich Ja. aber auch. Also ich glaube, es ist nicht mal so sehr der Kaffee an sich, sondern einfach dieses Ritual. Ja. Ja. Ja, und danach kommt es auch darauf an, wo wir uns befinden. Wenn wir in Städten sind, dann schauen wir, ja, was wir organisieren müssen. Wir gehen meistens dann einkaufen, planen vielleicht schon die nächsten Tage. Und dann gibt es halt Tage, wo wir aufnehmen, wo wir vielleicht an den Videos arbeiten. Oder an Tagen wie heute, wo wir einfach am Strand stehen und einfach den Tag genießen mit nichts tun. Obwohl wir gerade auch ein bisschen filmen. Aber auf jeden Fall fällt es uns manchmal schwer, in unserer Routine unser Frühstück beizubehalten, muss Ja. man sagen, weil es eben so unregelmäßig ist, was wir machen. Es gab schon Tage, da haben wir das Frühstück komplett vergessen. Grundsätzlich frühstücken wir schon spät. Ja, Also ich auch würde sagen so gegen 10, 11, 12, je nachdem. Aber das wechselt halt eben je nach Tag. Und ja, je nachdem halt, also da die Sonne auch ziemlich früh runtergeht hier, ist meistens um 6 Uhr schon dunkel. Dann essen wir noch was, ja, arbeiten noch vielleicht etwas am Laptop, schauen vielleicht noch ein Video oder einen Film und danach geht es auch schon ins Bett. Ja, das kann auch ruhig mal um 9 Uhr sein. Deswegen sind wir auch so früh wach, aber da hat man mehr vom Tag. Genau. Die nächste Frage betrifft auch das Essen. Wir wurden gefragt, ob wir bestimmte Gerichte vermissen oder ob wir auch gewisse Gerichte kochen, damit wir uns mehr zu Hause fühlen. Ich vermisse hauptsächlich guten Käse. Den haben wir schon seit Monaten nicht mehr gehabt. Ja, und ich glaube, aus der Schweiz waren wir doch sehr verwöhnt mit gutem Käse. Das fehlt mir auf jeden Fall. Ja, also bei mir ist es so, ich feiere ja, dass wir hier diese für uns exotischen Früchte kriegen. Also eben so eine Schüssel Papaya, ich bin im 7. Himmel. Ja, aber ich würde auch sagen, Gerichte kochen wir keine, die irgendwie so uns an die Heimat erinnern, oder? Selten. Also wir hatten vor kurzem mal Fondue an Neujahr. Wobei der Käse halt, wie gesagt, nicht so gut war. Er war solide. Er war okay. Ja. Aber sonst kochen wir meistens halt mit den Sachen, die wir hier unterwegs finden. Und dadurch, dass ich halt viele Allergien habe, ist es für mich auch schwierig, alles oder neue Sachen auszuprobieren. Denn oftmals weiß man nicht, was drin ist. Ja, ist nicht ganz so einfach mit mir. Aber Jessie genießt es umso mehr, wenn sie mal zuschlagen kann. Ja. Ich kompensiere es dann. Und das beantwortet ein Stück weit auch schon die nächste Frage nach einem Kochbuch von uns. Wir planen aktuell nichts, denn ja, unser Speiseplan ist ja eher ein bisschen einfacher gehalten. Und ja, wir sind uns da nicht so sicher, ob das so interessant für andere Leute wäre. Aber ja, schreibt es doch unten rein. Es würde uns doch irgendwie interessieren, was ihr davon hält, ob ihr schon genug Kochbücher von Vanlifern habt oder nicht. Ja, wir sind gespannt. Eine Frage, die sehr oft gestellt wurde: Vermisst ihr irgendetwas anderes von zu Hause, wie zum Beispiel Familie oder Freunde? Klar, ja, wir vermissen die Freunde, wir vermissen unser Umfeld von zu Hause, wir vermissen die Familie. Ja, ist nicht immer ganz einfach, aber heutzutage, ja, mit der ganzen, Ja, mit der Technologie. genau, ist man doch irgendwie nach Hause verbunden. Aber wir sehen, dass wir halt vieles verpassen. Sei es Freunde, die Kinder bekommen, sei es Familienfeste, ja. Halt Ja. einfach vielleicht auch Weihnachten, Geburtstage, die man halt nicht zusammen verbringen kann. Aber auf der anderen Seite erleben wir so viele schöne Sachen und wir haben uns ja für das entschieden. Also wir haben Ja. uns für diese Reise entschieden und ja, dann gehört das halt leider auch dazu. Ja, und wir konzentrieren uns halt auch auf die positiven Dinge, die wir so erleben können, die wir sonst eben zu Hause nicht hätten. Genau. Und noch etwas persönlicher. Wir wurden auch gefragt, ob wir Kinder wollen. Ja. Ja? War das jetzt die Antwort oder war das ja, das ist eine Frage? Das ist eine Frage. Ich glaube, was meinst du? Gut, wenn man sich vorher abspricht. Also ich glaube, im Moment ist das Schwierig. nicht das, was wir wollen auf der Reise. Im Moment konzentrieren wir uns wirklich so auf die Reise und das, was wir hier erleben. Ich war früher kategorisch gegen Kinder. Bin ich nicht mehr ganz so strikt. Ich glaube, du bist da ein bisschen offener. Ich liebe Kinder.
Ja, aber es ist halt immer einfacher, wenn man mit Kindern von anderen Leuten spielt. Denn wenn man genug hat, kann man die einfach abschieben. Das geht mit den eigenen nicht so gut. Aber grundsätzlich, ja, also ich liebe Kinder und ja. Vielleicht kommt ja der passende Moment und dann... Wir üben mal fleißig. Der Wind zieht wieder auf, so gegen Nachmittag, darum verschieben wir es wieder rein. Dann gab es noch 2 praktische Fragen. Und zwar war die eine zum Thema Körperhygiene. Wir haben ja keine fest verbaute Dusche oder Toilette. Beides haben wir in einer mobilen Version. Das heißt, wir haben eine Klapptoilette, die wir aufbauen können, wenn wir müssen. Dazu auch einen Urinbehälter. Also wir trennen so eigentlich quasi auch flüssig von festem. Und wir haben eine Solardusche für draußen. Wenn wir mal wieder in Ruhe unter einer warmen Dusche stehen wollen, dann suchen wir meistens Campingplätze auf. In USA und Kanada gibt es auch Recreation Center oder Community Center. Da kann man für $1–2 meistens auch gut duschen. Hier sind halt die Campingplätze auch nochmal günstiger, dann lösen wir das so. Aber ansonsten geht das mit der mobilen Lösung eigentlich recht gut. Ja, und eine Schaufel haben wir schlimmstenfalls auch noch für die Toilette. Und die zweite Frage, die war betreffend Wäsche waschen. Muss man ja auch machen. Wir halten zum Glück mit unserer Wäsche etwa einen Monat lang durch. Dann müssen wir aber auch einen Waschsalon aufsuchen. In Kanada, USA war das auch so ein Selbstwaschladen, wo es halt viele Maschinen gibt. Dann wäscht man da. Dauert irgendwie einen ganzen Tag. Ist schon ein bisschen nervig, aber ja, einmal im Monat geht. Und hier, Mexiko und südwärts, ist es meistens so, dass man die Wäsche bringt und in etwa 24 Stunden wieder abholt. Dann ist es gewaschen, getrocknet, gefaltet und man kann es einfach direkt in den Schrank reintun und es ist nicht mal teurer. Also ja, solange die Wäsche das überlebt, bin ich nur froh drum. Und im Van teilen wir uns natürlich die Aufgaben auch auf. Jessie macht vor allem den Abwasch und ich trockne ab und versorge die Sachen. Wir wurden auch gefragt, wie wir eigentlich damit klarkommen, dass wir zu zweit auf so kleinem Raum über längere Zeit leben. Ja, wir hatten ja auch ein Jahr lang Fernbeziehung, also ist das hier wirklich der komplette Kontrast dazu. Es klappt aber erstaunlich gut. Also wir wohnten davor in einer Wohnung, hatte halt jeder so sein Ding und jetzt machen wir wirklich alles zusammen, 24/7 und ja, auch die Videos machen wir ja zusammen, wir arbeiten zusammen, was wir immer dachten, das wird nie funktionieren, weil wir 2 sehr unterschiedliche Menschen sind. Aber gleichzeitig ergänzen wir uns irgendwie recht gut. Und was uns auch hilft, muss man auch sagen, ich bin eher introvertiert. Ich brauche manchmal ein bisschen Zeit für mich. Und die gibt mir Roberto auch. Also er gibt mir den Raum, dass ich vielleicht mal einfach alleine spazieren kann. Wie jetzt. Ich möchte nämlich in den nächstgelegenen Ort spazieren. Das ist eine Viertelstunde. Und da kann ich ein bisschen so für mich sein und ja, wieder ein bisschen Energie tanken. Er ist genau andersrum natürlich. Er ist eher extrovertiert. Ihm macht es Spaß, mit Menschen zu sein, neue Menschen kennenzulernen. Das heißt, auch wenn wir an einem neuen Stellplatz ankommen und da andere Camper sind, ist er meistens der Erste, der rausgeht und mit den Leuten quatscht und sich austauscht. Und ich bin dann aber zufrieden im Van, mache meine Dinge und ja, ich glaube, es ist einfach auch wichtig, dass man einander einigermaßen gut kennt in der Hinsicht. Und dass man sich eben auch den Raum gibt. Ja, und dann, ja, also für uns funktioniert das so eigentlich. Ich bin manchmal selber erstaunt, wie gut das klappt. Und während Jessie kurz ins Dorf läuft, möchte ich euch noch ein paar Fragen bezüglich Jimmy beantworten. Wir wurden gefragt, ob es für die Panamericana zwingend ein 4x4 Fahrzeug sein muss. Wir von unserer Seite würden sagen, es ist nicht zwingend notwendig. Klar, wenn man es hat, ist es umso schöner, denn ja, man kann noch ein bisschen weiterfahren, als wo wir hingefahren sind. Ich glaube, 2–3 Mal hätten wir es gerne gehabt, aber im Großen und Ganzen sind wir überall dahin gekommen, wo wir wollten. Wir würden lieber in Ausrüstung investieren, also wir haben kurz vor der Reise die Stoßdämpfer wechseln lassen, wir haben dann auch noch unser Reifensetup geändert. Mit dabei haben wir auch Recovery Boards, eine Schaufel und einen kleinen Luftkompressor und damit sind wir bis jetzt immer ziemlich gut weit gekommen. Ja, noch eine Frage war, wie hat der Innenraum das ausgehalten? Bis jetzt eigentlich ziemlich gut, also es hält alles. Wir haben vor 2–3 Wochen mal alle Schrauben nochmals
ein bisschen angezogen, die hatten sich gelöst, aber bei 2.000, 3.000 Kilometer Schotterpässe ist das normal. Und von dem her, ja, alles fest anziehen, Loctite nicht vergessen und dann sollte das kein Problem sein. Wie viele Kilometer Jimmy hat? Wir haben zurzeit ungefähr 220.000 Kilometer. Seit wir hier die Panamericana gestartet sind, haben wir um die 40.000 Kilometer gemacht. Wir müssen sagen, wir sind auf jeden Fall sehr zufrieden mit Jimmy. Hatten nie größere Probleme und deshalb, ja, Jimmy ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Auch ohne 4x4. Eine weitere Frage ist, wie gut ist die Dieselqualität hier im Vergleich zu Europa? Die ist viel schlechter hier, deshalb benutzen wir einen Oktanbooster. Das benutzen wir jedes Mal, wenn wir tanken. Da kippen wir noch ein bisschen was rein in den Tank und bis jetzt sind wir ziemlich gut gefahren. Bezüglich den Ersatzteilen, bis jetzt hatten wir vielleicht 2-3 Mal ja, Probleme, um gewisse Teile zu bekommen, aber sobald wir bei Mercedes waren, haben wir alle Ersatzteile bekommen. Wir haben uns deshalb noch in den USA 2-3 Filter besorgt, die wir jetzt mit dabei haben. Wie es weiter im Süden aussieht, wissen wir nicht. Und ja, wir werden mal schauen, wie sich das entwickelt und ob wir überhaupt noch Ersatzteile brauchen. Ah ja, da ist jemand fleißig. Dann können wir gleich mit der nächsten Frage weitermachen, oder? Ja. Ihr habt uns nämlich gefragt, wie wir uns finanzieren und was das eigentlich ist, wenn wir von Arbeit sprechen. Am Anfang unserer Reise haben wir vor allem von unserem Ersparten gelebt. Ja, da haben wir ein paar Jahre auch darauf gespart, um diese Reise überhaupt finanzieren zu können. Mittlerweile können wir sagen, wir sind in der glücklichen Lage, dadurch, dass wir seit 2 Jahren wöchentlich ein Video bringen. Es kommt doch etwas von YouTube rein. Ja, und somit können wir natürlich auch die Reise verlängern, denn die Ersparnisse sind ja auch irgendwann zu Ende. Und ich würde sagen, es sind eigentlich so 2 Dinge, die da vor allem über YouTube so reinspielen. Das eine ist Google AdSense, also die Werbungen, die ihr seht, wenn das Video kurz unterbrochen wird. Da haben wir auch relativ wenig Einfluss drauf, wie oft Werbung gezeigt wird, was da tatsächlich gezeigt wird oder wie lange die Werbung auch dauert. Ob man, ja, wir hoffen, dass ihr es so seht, dass ihr uns damit unterstützt, denn so kommt eben finanziell auch ein bisschen was rein und die Zeit, die wir da investieren, wird ein bisschen entlöhnt oder entschädigt. Genau. Ja. Das Zweite, ab und zu haben wir Werbungen mit Partnern, die wir oder Produkte, die wir präsentieren, von Partnern, die wir ja schon seit längerem zusammenarbeiten. Ja, in den meisten Fällen auf jeden Fall. Ja. Das sind auch Produkte, bei denen wir dahinter stehen können, die wir auch im alltäglichen, also die wir alltäglich auch nutzen. Ja. Ja. Und die wir damit auch ehrlich empfehlen können. Genau. Also ich würde sagen, wir sind da schon recht wählerisch auch mit unseren Partnern. Und dann gibt es noch Patrons. Noch ein großes Dankeschön an unsere Patrons, die uns immer wieder unterstützen, mit denen wir auch immer wieder mal ein Live-Gespräch haben. Ja. Und ja, einfach auch ein bisschen, also da ist es irgendwie ein bisschen informeller noch, habe ich das Gefühl. Oder so eine echt schöne kleine Community und ja, das macht uns richtig Spaß. Genau. Danke an dieser Stelle nochmal an unsere Patrons, auch von mir. Und ja, als letztes würde ich sagen, haben wir noch eine Sache. Und zwar haben wir ja Ende des Jahres noch einen Kalender rausgebracht. Es war so ein One-Off-Projekt, das uns aber sehr viel Spaß gemacht hat. Finanziell ist jetzt nicht wirklich viel hängen geblieben, aber das war auch nicht das Ziel. Nee. Wir wollten eigentlich einfach was machen, was uns Spaß macht. Auch was daraus lernen, also für die Zukunft vielleicht. Und ja, an dieser Stelle, falls ihr noch einen Kalender für 2023 braucht oder wollt, ein paar haben wir noch. Schaut doch unten in der Videobeschreibung, da verlinken wir euch das Ganze. Ja. Und ja, vielleicht ergibt sich ja wieder mal so ein Projekt, irgendwas, was wir da so machen könnten. Ja, all das Ganze würden wir jetzt als Arbeit bezeichnen, denn die Erstellung eines Videos dauert doch einige Tage. Meistens nehmen wir 2-3 Tage auf. Die Produktion danach, um das Video zu verarbeiten, geht auch nochmals 2-3 Tage. Ja, das ist alles Zeit, die wir während dem Reisen halt
nicht mit Reisen nicht mit verbringen. Reisen verbringen. Beziehungsweise die Aufnahmen entstehen ja schon während der Reise. Genau. Ja, und dann kommen halt noch die Sachen so dazwischen dazu, also zum Beispiel Kontakte pflegen mit Partnern, E-Mails beantworten. E-Mails, Kommentare beantworten, solche Sachen. Also es gibt eigentlich jeden Tag was zu tun. Es ist erstaunlich. Ich glaube, wir haben doch in unserem ersten Q&A auch gesagt, wie erstaunt wir sind, wie viel Zeit wir am Computer verbringen während der Reise. Aber ja, ich finde auch, Arbeit und Spaß sind nicht zwingend ein Gegensatz. Das heißt, uns macht das Spaß, aber wir bezeichnen es trotzdem als Arbeit, weil es uns ermöglicht, uns ein Stück weit zu finanzieren, weil wir viel investieren, aber eben auch sehr viel daraus gewinnen. Genau. Auch eine interessante Frage ist, wie gehen wir mit unseren Ängsten um und ja, haben wir Ängste? Haben wir? Ja, ich glaube, jeder hat gewisse Ängste. Und ich glaube, diese Frage wurde auch im Zusammenhang gestellt oder im Kontrast zur Sicherheit, die wir ja ein Stück weit aufgeben, wenn wir auf diese Art reisen. Wir haben keinen gesicherten Job, wir haben Ersparnisse, die für 2 Jahre ausgelegt waren und jetzt sind wir seit 2 Jahren schon unterwegs. Und ich frage mich schon oft, wie es auch ist, wenn dann die Reise mal zu Ende ist. Also wo werden wir leben, was werden wir arbeiten, wie können wir Geld verdienen. Ja, einfach so die grundlegenden Sachen irgendwie. Und irgendwie ist das so seltsam, weil wir leben ja ein tolles Leben gerade. Und ja, das sind so Gedanken, die ich mir mache. Aber es ist jetzt nicht was, wo ich schlaflose Nächte sind, sondern es sind halt einfach Unsicherheiten die man hat. Ich glaube, mit gesundem Menschenverstand ist so eine Reise auf jeden Fall möglich. Und Angst sollte man nicht haben. Ich glaube, man muss einfach einen gewissen Respekt haben vor gewissen Sachen. Ja. Und dann wird das schon schief gehen, oder? Bis jetzt hat ja alles eigentlich ganz gut geklappt. Ja. Also sonst noch irgendwelche Unsicherheiten, Ängste, Fragen? Nee, ich glaube, es ist halt einfach so eine Reise. Also wir sind ja jeden Tag oder Woche für Woche an einem neuen Ort, wo wir noch nie waren. Es sind halt nicht Ängste, aber halt Unsicherheiten. Wo schläft man? Wie sicher ist es? Was kann man unternehmen? Ja, und vor allem halt wichtig für uns ist, gesund zu bleiben und ja, und der Rest, es kommt so, wie es kommen muss. Also, oder? Ja, schon. Ja. Jetzt abgesehen von der Routenplanung, das war nämlich auch eine gute Frage, haben wir auch andere Ziele. Also Genau. nicht nur geografisch, sondern auch in der persönlichen Entwicklung oder beruflich vielleicht? Ich glaube, wir haben jetzt durch das Reisen sehr vieles Neues gelernt. Abgesehen, also nicht nur von den Orten, sondern auch über uns selbst. Man entwickelt sich sehr stark. Ich glaube, eines der schönsten Sachen sind auf jeden Fall die Erfahrungen, die wir während dem Reisen machen. Ich glaube, wenn ich zurückschaue und denke, ach, ich habe mich so über gewisse Sachen aufgeregt zu Hause, wenn man dann sieht, wie gewisse Sachen in anderen Ländern funktionieren oder nicht so gut funktionieren, dann lernt man richtig zu schätzen, was man zu Hause hatte und vielleicht nicht so kritisch zu sein. Ja. Auf der anderen Seite finde ich auch erstaunlich, man kommt ja als Europäer in viele Länder, wo man denkt, ja, wir wissen, wie es geht und die müssen erst noch aufholen, aber auch da haben wir gesehen, dass in Europa auch nicht alles perfekt ist und dass man eben andere Blickwinkel auch in gewissen Situationen haben kann, die vielleicht auch gesünder sind. Ja. Ja. Ich glaube, am Ende unserer Reise werden wir wahrscheinlich viele Sachen anders sehen als vor der Reise. Ich glaube, wir werden richtig weise. Wahrscheinlich nicht. Weise. Ja. Weise, ja. Ja, aber ich glaube, wir haben keinen Zweifel, dass uns die Reise sicher persönlich weiterbringt, dass wir eine große Persönlichkeitsentwicklung durchmachen und vielleicht sich eben auch beruflich was ergibt. Also was wir jetzt machen, macht uns Spaß. Es ist fraglich, ob das dann in Europa oder wenn wir wieder einen festen Wohnsitz haben, ob das in irgendeiner Form so weiterführbar ist, ob es dann auch für uns stimmt, ob wir das dann noch wollen. Aber ja, wir sind offen eigentlich für das, was uns die Reise bringt. Genau. Ja. Und das war unsere letzte Frage. Ja, das war unsere letzte Frage.
Und dann würde ich sagen, beenden wir dieses Video. Ja. Nächste Woche haben wir eine ganz große, Ja, Ankündigung, Erneuerung. Anpassung. Ja, Ihr werdet sehen. Wir möchten da nicht zu viel verraten. müssen uns da selbst noch ein bisschen zurechtfinden, Genau. auch ehrlich gesagt. Und ja, nächste Woche geht es auch mit dem Vloggen weiter und da nehmen wir euch natürlich auch mit. Wir freuen uns, wenn ihr natürlich auch einschaltet. Ja, abonniert den Kanal, liked das Video, kommentiert fleißig und wir sehen uns nächste Woche, wenn es mit der Bacha richtig losgeht. Bis dann. Bis dann.